Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch einen Weg zu zeigen, mit 16 Übernachtungen in 90 Tagen zum Platin-Status bei Marriott Bonvoy zu kommen. Viele fragen sich, wie kann ich den Marriott Bonvoy-Status Platin bekommen? Und der Weg ist halt, wenn man die Kreditkarte in den USA nicht nehmen möchte. Die Brilliant gibt einem ja direkt den Platin-Status. Ihr könnt euch direkt bei mir melden, wenn ihr Fragen zur amerikanischen Kreditkarte habt. Es gibt aber auch den anderen Weg, dass man das halt über die 16-Nächte-Challenge macht. Und dann fragt ihr, warum soll ich das machen? Wenn ihr in 90 Tagen 16 Nächte habt bei Marriott Bonvoy, warum sollt ihr dann nicht den Platin-Status mitnehmen? Vorteile sind ja natürlich nicht nur, dass man Suite-Upgrades bekommen kann oder aber auch, dass man dort andere Vorteile hat bei dem begehrten Status, sondern man kann auch die Lounge besuchen, je nachdem welches Hotel es ist. Da ist also ein Lounge direkt schon wieder ein geldwerter Vorteil und man hat halt auch wirklich den Vorteil, dass man halt in der Futterkette nicht, sage ich mal, ganz unten ist, in der Hackordnung. Aber man muss natürlich auch wissen, Platin-Status ist jetzt auch nicht mehr so wie früher der Top-Status, sondern darüber gibt es ja den Titanium und natürlich dann auch den Titanium Ambassador. Wichtig ist bei dieser Stelle, dass ihr halt wirklich guckt, dass ihr in den 90 Tagen auch diese 16 Nächte schafft, weil sonst wäre es alles für den Popo. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie es geht. Die Registrierung erfolgt über die Hotline. Erzähle ich euch gleich, wie es geht. Das ist einfach jetzt nur die Zusammenfassung davon. Euer Account muss seit 90 Tagen bestehen. Keine kürzliche Teilnahme an der Challenge. Also das heißt, ihr dürft jetzt nicht irgendwie bei der Challenge schon mal irgendwie versucht haben, das zu machen und habt jetzt verkackt. Dann nicht jeder Mitarbeiter kennt diese Challenge übrigens. Das ist meine Erfahrung, wenn ich einen unserer Kunden anmelde. Da muss man halt immer so ein bisschen sagen, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt denjenigen dazu, dass er jetzt entweder sagt, hey, okay, ich frage meinen Supervisor, oder aber man hängt einfach auf und hang up und ruft wieder an. Das ist übrigens der Tipp, den man machen sollte, wenn man halt irgendetwas möchte von irgendeiner Hotelkette, Fluggesellschaft oder sonst was. Auflegen, neu versuchen und hoffen, dass man jemand anderen bekommt. Ich hatte das, weil dass ich dann denselben wieder hatte. Deshalb warte ich seitdem immer so 15 bis 20 Minuten. Also insofern da ein Problem. Ja, wichtig ist halt wirklich, dass diese Challenge 90 Tage läuft. Ne? Also das heißt, dass man während der Challenge den Status halt nicht hat. Man bekommt ihn erst, wenn man ihn bekommen hat, durch die 16 bezahlten Nächte. Und wichtig ist auch, dass es natürlich keine Punktenächte oder Cash and Points sein dürfen. Also ihr müsst hier ganz klar aufpassen, es muss gegen Cash sein. Und wichtig ist auch, dass es natürlich auch keine Homes and Villas oder sowas sein soll. Also das ist alles relativ klar, aber natürlich auch Ritz-Carlton-Yacht, auch wenn ich davon träume, mal auf der Ritz-Carlton-Yacht mitzufahren, da müssen wir die Ehrlichkeit sagen, zählt leider auch nicht, obwohl das richtig teuer ist auf der Yacht. Und es gibt die Gold-Challenge, aber der Gold-Status ehrlicherweise ist ein Status, da würde ich keine Challenge für machen. Und Platin ist wesentlich attraktiver als die Gold-Challenge. So, wie geht es denn Schritt für Schritt? Und ihr fragt euch natürlich, was muss ich machen? Ruft bei der Hotline an. Ihr ruft da an und sagt, mein Konto ist 90 Tage oder älter. Das müsst ihr natürlich auch vorher wissen, dass dem so ist. Weil wenn ihr ein jüngeres Konto habt, seid ihr nicht dazu berechtigt. Und ihr habt keine Challenge gemacht. Dann gibt es noch einen Tipp, ganz, ganz wichtig. Fragt danach, ob sie euch per E-Mail die Bestätigung der Challenge schicken können. Denn oft wird das falsch eingegeben oder irgendwas funktioniert nicht, weil so etwas muss auch manuell gemacht werden. Deshalb müsst ihr auch eure 16 Nächte selber tracken. Und das ist so, dass man dann halt natürlich, wenn man es manuell nachzählt, da immer wieder zu Missverständnissen kommen kann. Aber wenn man eine E-Mail hat und sagt, hier, das ist das Datum, das ist mein Startdatum, in denen die Nächte hatte ich, dann kann man wenigstens viele Sachen fixen. Und denkt dran, wenn es nicht geklappt hat nach 16 Nächten, ruft an. Ich habe auch für Kunden schon angerufen und gesagt, hey, hier. Also insofern wurde dann immer gefixt. Wichtig ist auch an dieser Stelle, dass man natürlich die Benefits
nochmal sich vor Augen führt, warum man das überhaupt machen sollte. Denn Suite-Upgrades sind schon relativ geil bei Marriott. Dann Loungezugang je nach Hotel. Das sind so die Sachen, aber auch Early Check-in, Late Check-out, das sind Sachen, die damit dann auch einhergehen, wo man Vorteile hat. Auch weiter ist es so, dass man auch bei Singapore mit KrisFlyer diese Kooperation hat. Heißt also, dass man natürlich auch einen Starlines Gold-Status sich sichern kann. Also nicht nur den Platin-Status. Ihr seht, das Ganze baut dann aufeinander auf. Okay, man kann im Moment natürlich den Gold-Status auch über Volare bekommen, also über die ITA höchstwahrscheinlich, weil wenn man da jetzt ein Status-Match macht, aber dafür muss man den Status haben, Status-Match macht und da dann von denen das Sky-Team Elite irgendwas bekommt und das dann in Miles & More umgeht, wird das wahrscheinlich dann in einen Senator umgewandelt werden. Also insofern hier auch nochmal eine andere Möglichkeit. Weiter ist es so, dass ihr natürlich dann auch eine Kreditkarte haben könnt. Wichtig ist aber, wenn ihr mal Marriott Bonvoy die Kreditkarten machen wollt, diese Credit Card Journey, weil es so viele verschiedene Karten gibt, die sich auch gegenseitig mit den Welcome Boni ausschließen, sollte man diese Journey halt relativ klar planen. Wenn ihr sagt, hey, ich will eine Kreditkarte haben, schreibt mir auf WhatsApp und ich nehme mich des Themas an. Aber das ist ja heute nicht das Thema, sondern ihr wollt ja keine Kreditkarte, sondern ihr wollt die 16 Nächte machen. Aber mit der Kreditkarte brauchst du die 16 Nächte nicht machen, da geht das direkt einfach nur mit der Kreditkarte, mit der Brilliant und dann hast du ihn. Aber hey, okay, weiter geht's. Und zwar ist es dann so, dass ihr dann natürlich zusammengefasst mit dieser Challenge eine wirklich geile Gelegenheit habt, bei Marriott den Platin-Status zu bekommen, der halt wirklich begehrlich ist. Aber nachdem ihr den Status habt, müsst ihr ihn normal requalifizieren. Und es ist natürlich wesentlich einfacher über die Challenge, sich damit dann bei dem Programm, sage ich jetzt mal, elementare Vorteile zu besorgen. Ihr könnt unten kommentieren, wenn ihr den Platin-Status habt, wie er euch gefällt, vor allem was ihr an dem Status besonders mögt oder was ihr vielleicht gar nicht mögt. Also da bin ich mal gespannt und wie immer an dieser Stelle denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren, aber auch immer kommentieren. Und jetzt für euch wie immer natürlich an dieser Stelle der Abspann. Ach nee, ihr könnt bei anderen Ängsten Sorgen, Nöte mir natürlich auch über die Nummer eine Nachricht schicken. Kümmere ich mich gern drum. Also, jetzt aber Abspann. Bis dann. Ciao.